Liebe Elementarier, ergriff nun der Moderator wieder das Wort. Der Applaus nahm langsam ab, doch die Elementarier blieben stehen und reckten die Hälse. Jetzt ist euer Applaus gefragt. Wir haben 2 unfassbar tolle Auftritte erlebt. Erst die 3 Feuersäulen mit dem Auftrag für die Königin und gerade gesehen die Gesiere mit der Liebe zur Erde. Die 3 Schwestern nahmen sich an den Händen, wobei Shani auch Liens Hand nahm, die mit Li verbunden war. Die beiden Erona erschufen noch einmal die Illusion des Phönix, der dieses Mal hinten zwischen den Bäumen hindurchblinzelte. Die ganze Halle bebte. Salika spürte große Wärme neben sich und drehte verwundert ihren Kopf in diese Richtung, in der die Waterlei standen. In diesem Moment sah sie der Waterlei mit den schwarzen Haaren an. Er stand ihr am nächsten. »Egal, wie es ausgeht, ich würde gern noch mit dir sprechen«, empfing sie seine Sendung. Die Wärme ging von ihm aus. Über seine Gedankenübertragung konnte sie das ganz deutlich spüren. Sie nickte fast unmerklich und richtete ihre Aufmerksamkeit wieder auf den Zuschauerraum. Der Moderator rief das Publikum zur Ruhe. »Ich bitte euch um euren Applaus für den Auftrag für die Königin.« Der Phönix schob nun seinen Kopf über sie und Lien spielte noch einmal einen sehr stimmungsvollen Teil ihrer Trommeleinheit ein, worauf die Schwestern noch einmal ihre Bitte sangen, der Königin Bescheid zu geben, wenn jemand etwas über den Phönix wüsste. Es gab wirklich großen Applaus für sie. »Ich bitte um euren Applaus für die Liebe zur Erde.« Die Zuschauer schrien, klatschten und stampften und sprangen teilweise auf ihre Stühle. Die Schwestern drückten sich gegenseitig tröstend die Hände. »Das ist eindeutig. Tut mir leid, ihr lieben Feuersäulen und ihr beiden Zauberkünstler.« Der Moderator sah sie bedauernd an, dann hob er noch einmal den Arm in ihre Richtung und meinte zum Publikum gewandt, »Bitte gebt ihnen noch einen Applaus.« Dann reichte er Salika die Hand, um sie zu verabschieden, und Ardea ging hinüber zum Waterlei mit den schwarzen Haaren. Sie legte vor der Brust beide Fäuste aneinander und verbeugte sich leicht vor ihm. »Herzlichen Glückwunsch. Verdient ist verdient.« Er erwiderte die Geste mit einem sanften Kopfneigen. »Vielen Dank, das weiß ich zu schätzen.« Die 5 Verlierer gingen unter Beifall wieder die Treppe hinunter und zurück auf ihre Plätze. Der Meister empfing Salika mit geöffneten Armen und tröstete sie mit einer Umarmung. »Falls sich niemand meldet, kann ich mich auch mal nach meinem alten Freund dem Phönix erkundigen.« Sie sah ihn dankbar an und genoss seine fürsorgliche Körpernähe. Sein Erdengeruch beruhigte sie. Der Vorhang schloss sich und das Johlen und Klatschen verebbte. Auf den Rängen wurden die Vorhänge wieder aufgezogen und die Fackeln brannten wieder größer. Langsam verließen die Zuschauer lachend und singend den Raum. Salika hörte auch jemanden das Thema des Liedes pfeifen, das die Gesiere aufgeführt hatten. Sie war immer noch ganz geblendet von diesem wundervollen Stück. Da sprach so viel Liebe heraus. Die Liebe zur Erde. Ja, die verspürte sie auch. Sie seufzte. Vom Block der Feuraner wurden Rufe laut. Salika ignorierte das. Ardea warf einen unauffälligen Blick hinüber. »Sie wollten, dass du gewinnst.« »Nein, sie wollen meine Aufmerksamkeit.« Da spürte sie, wie sich die Feuraner formierten und in ihren Truppen von den Rängen nach unten drängten. »Sie kommen«, raunte Ardea ihr zu. »Ja, lasst uns nach draußen gehen.« Salika verneigte sich vor dem Meister. »Meister, ich freue mich auf unsere nächste Begegnung.« »Ich mich auch, meine Liebe.« Sein liebevoller Blick folgte ihr noch eine Weile, als sie zum Ausgang schritt. Da kam ihr der Waterlei mit den schwarzen Haaren aus dem Gang hinter der Bühne entgegen. »Hey, wo treffen wir uns?« Salika warf einen Blick zurück über die Schulter und sah, wie ihre Leute den unteren Bereich einnahmen. »Kannst du das mit Shani ausmachen? Ich muss schnell weg.«
Er folgte ihrem Blick und wirkte überrascht über die hereinfallenden Massen an Voranern. »Klar.« Shani nickte Salika zu und stellte sich zu ihm. »Herzlichen Glückwunsch.« Mehr konnte sie im Moment nicht sagen. Auch wenn der Auftritt selbst schon einen Traum erfüllt hatte, musste sie sich eingestehen, dass sie auch sehr gerne gewonnen hätte. Salika verließ währenddessen mit Adea die Halle, nur um dann festzustellen, dass auch hier schon eine Anzahl an Voranern wartete. Adea stellte sich präsent vor sie, mit wachsamen Augen auf die Menge. Sie erhob die Stimme. »Ich spreche mit den Truppenführerinnen. Was ist euer Anliegen?